Nach Monaten im Amazonas und in Venezuela betrete ich in Kolumbien südamerikanisches Ersatzteilparadies. Lucy bekommt ihren wohlverdienten Service und ich den Tropenkollaps. Trotzdem bleibt noch Zeit für erste Entdeckungen, wie die berühmten frittierten Riesenameisen. Die vorherige Folge war tatsächlich mein letztes großes Abenteuer in Venezuela. Heute verlasse ich Mérida, die Stadt mit der höchsten Seilbahn der Welt. Aber bevor es losgeht, gibt es noch einmal typisch venezolanische Probleme. Der Strom ist ausgefallen und ich brauche Benzin. Aber ohne Strom laufen auch die Pumpen an den Tankstellen nicht. Schließlich finde ich aber eine, die funktioniert. Doch als Ausländer bekommt man nicht überall Benzin in Venezuela. Good morning. Now I am leaving Mérida towards the Colombian border, and I'm at the gas station. And in the part where I stayed, there's no electricity. This is happens often in Venezuela, but that means also the gas stations, they don't work. So I have still some gas, because it's always good in Venezuela not to be on the last drop. But I'm here now, and now you cannot get gas always. But they are friendly, so they have to ask the supervisor if I can get gasolina here. So I'm waiting for this guy now. Ich darf schließlich tanken und nun geht es Richtung Grenze. Ich nehme den Weg über die Berge. Das ist wunderschön, aber auch ein bisschen verwirrend. Zum Glück habe ich hier mal angehalten, denn jetzt habe ich mal auf die Karte geguckt. Ich hatte eigentlich keine Abzweigung gesehen, deswegen habe ich gedacht, ich kann nicht falsch sein. Aber ich bin ungefähr 30 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Und es geht jetzt hier runter zu so einer Lagune. Und dann ist da Ende Gelände. Deswegen muss ich jetzt die 30 Kilometer wieder zurückfahren. Gut, dass ich drauf geguckt habe. Jetzt habe ich auch mal meinen Osmond angemacht. Oh Mann, Idiot. So, hier bin ich falsch gefahren. Ich kam von da und bin hier einfach weitergeballert. 30 Kilometer. Ihr seht, es ist ein bisschen neblig und da hätte ich hochfahren müssen. Aber jetzt habe ich hier gehalten. Es gibt diesen netten Hund. Es gibt noch so einen Babyhund, den wollte ich eigentlich zeigen. Die nette Frau, ein Empanada, ein Café. Wo ist der Mini-Hund? ¿Dónde es otro perrito? Aquí. Ah ja. Und hier gibt es einen kleinen. Hola. Ja. Super nett. Und hier gibt es Erdbeeren. In San Cristobal, dem Grenzort, komme ich bei einem bekannten Motorradenthusiasten unter, Javier. Er hat schon viele Reisende beherbergt, von Charlie Cinnabon bis Frank mit seiner KTM. Und jetzt eben auch mich. Ciao.
Gracias. Von Javier ist es nur noch ein Katzensprung bis zur Grenze. Pero tengo todo papeles en otro... ¿Ya selló? Sí, todo. ¿Ya selló todo? Listo. ¿Puede continuar? Ok, perfecto. Hola. Uti, ja? Ich bin die Dine, also kalt, ich hab ja gestern... Ah, okay, okay, hi. Wo gehst du nach Bogota? Genau. Ja, jetzt weißt du, wo du hingehst. Ja, ich kann bei einem Bekannten übernachten. Christian heißt der. Ah, super, okay, dann wir sind im Zelten noch verfahren, oder wie das heißt. Okay. Total schön, aber dann bist du dort. Ja, erstmal, genau. Vielleicht können wir was essen gehen oder so. Ich weiß nicht, Wir dann. machen das auch im Hotel heute Abend, denke ich mir. Die haben total leckere Küche dort, die haben super Essen, super Okay. Restaurant. Ja. Ich kann nicht Ich muss jetzt erstmal einchecken, weil bei dir online konnte ich nichts machen. Ja, Deswegen mal gucken. Ich bin, ja, mal schauen. was verrückt. Ich kann schon durch, ich bin schon fertig. Ah, super, Ich habe das an der anderen Brücke gemacht. unfassbar. Ja. Also, auf Wiedersehen, Venezuela. Es war sehr, sehr schön bei dir und ich hoffe, dass ich bald wiederkommen darf. Es hat jetzt ein Stündchen gedauert oder so. Also das Passaporte hat 10 Sekunden gedauert. Hier muss man dann warten. Hier sind halt noch andere Overländer. Und dann war ein Ride to Kite, habe ich hier getroffen, habt ihr ja gesehen. Ja, und bei mir ging das ja nicht online. Die hat es dann gesagt, ja, das musst du so und so machen. Hat sie es bei mir am Telefon gemacht, es ging aber nicht. Also musste ich dann alles per ihr am Computer machen. Ja, beziehungsweise die hat das alles gemacht, das war mir auch recht, das war super geil. Und es ist jetzt so, ich habe jetzt 90 Tage für alles, aber keine Versicherung. Und das heißt, ich soll das Motorrad nicht draußen stehen lassen, weil die Polizei, die checkt irgendwie das Kennzeichen und das ist alles mit Computer und so. Wir können das checken. Und ich soll es heute Nacht wegstellen und morgen früh um 8 soll ich da zu so einer Stelle fahren, um dann die Versicherung zu kaufen. Und jetzt fahre ich noch hier zu diesem chinesischen Restaurant. Das ist ein Freund vom Javier. Christian heißt er. Und der stellt mir eine Unterkunft zur Verfügung. Ihr habt schon gehört, in Cucuta übernachte ich bei Christian. Auch wieder ein Motorradfahrer, der ähnlich wie Javier Reisende bei sich aufnimmt und unterstützt. Er hat auch ein chinesisches Restaurant, das ich sehr empfehlen kann. Ihr findet es in meinen interaktiven Reisekarten für Kolumbien. Christian hilft mir nicht nur bei der Besorgung einer SIM-Karte, sondern auch beim Kauf der Motorradversicherung. In Kolumbien komme ich jetzt auch wieder gut an Ersatzteile. Nach den Monaten im Amazonas und dem halben Jahr in Venezuela ist es nämlich höchste Zeit, der Lucy mal ein bisschen Pflege zu gönnen. Unter anderem gibt es einen Ölwechsel, um das schlechte Benzin aus Lucys Kreislauf zu bekommen, und ich tausche das Lenkkopflager. Danach fahre ich nach Bucaramanga.
So, Bucaramanga. Dort bin ich quasi im Motorradparadies angekommen. Es gibt hier unzählige Motorradgeschäfte und ich kaufe mir einen neuen Helm. Und ich bekomme endlich den auswaschbaren K&N-Filter, den ich schon so lange in Südamerika suche. Neben den organisatorischen Sachen gibt es aber auch ein bisschen Kultur. Ich besuche die Stadt Girón. 1631 gegründet. Es ist die erste Stadt in Santander, das ist die Region hier, Santander. Sie wird auch die Weiße Stadt genannt. Koloniale weiße Häuser, enge Gassen, ein richtig schöner Ort zum Rumschlendern. Aha, hier sieht man, dass das alles aus sowas wie Bambus oder so langen Stöcken gebaut ist. Außerdem ist Bucaramanga bekannt für Streetfood. Ich esse dort einen Wahnsinns-Maiskolben mit Käsesoße, wahrscheinlich der beste Maiskolben meines Lebens. Und ich muss natürlich auch die berühmten Hormigas Colunas probieren. Geröstete Riesenameisen. Als ich zurückkehre aus Girón, bin ich auf einmal wahnsinnig müde. Es ist Freitagabend und ich lege mich direkt ins Bett. Und dann wache ich wieder auf und es ist Sonntag. Dann habe ich gedacht, okay, die letzten Wochen waren sehr abenteuerlich und anstrengend. Vielleicht warst du einfach ein bisschen müde. Am Montag habe ich mich dann wieder aufgerafft und bin in ein Restaurant gegangen. Das war aber leider nicht so erfolgreich, denn ich bin dort zusammengeklappt. Als ich wieder zu mir gekommen bin, hat eine Frau meinen Puls gehalten und die hatte so einen Dress an wie eine Krankenschwester. Und die hat dann gesagt so, ja, vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen und einen Test machen. Es könnte sein, dass du eine Tropenkrankheit hast. Und genauso war es. Ich habe mir Denguefieber eingefangen. Die nächsten 2 Wochen waren schrecklich. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so krank war. Wer Lust hat, kann gerne mal in Folge 95 reinklicken. Da berichte ich ausführlich über mein Dengue-Erlebnis. Nach 2 Wochen war ich einigermaßen wiederhergestellt und dann bin ich nach Barichara gefahren. Barichara gehört wie Girón zu den Kulturerbedörfern Kolumbiens und nicht wenige sagen, es ist das schönste des Landes. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bedanken möchte ich mich noch bei den neuesten Unterstützern und zwar Hubert, Clemens, Iris, Günther, Hansueli, Seneoase, Gerd Müller, Dr. Wolle, Michael aus dem Waldviertel, Arthur, Jörg, Roland aus Rödermark und Wolfi aus München. Vielen, vielen Dank, ihr haltet meine Reise und auch meine Videos am Leben. Apropos Videos, mein Partner Insta360 hat eine neue Kamera rausgebracht. Die Go Ultra, eine Weiterentwicklung der Go 3S, mit der ich ja unterwegs bin. Zudem läuft auch noch der Sommerschlussverkauf. Da könnt ihr bis zu 260 € sparen. Links sind wie immer in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Macht's gut, euer Ruti. Auf Wiedersehen.